Heute gibt es das wichtigste und spannendste Thema denn je bei mir. Und ich hoffe, es wird euch... Oh, Entschuldigung, ich werde gerade angerufen. Hallo? Hi Thomas, hier ist Lisa. Ich glaube, ich habe ein Problem mit den Lautsprechern in meinem Auto. Es ist ein Nissan Juke. Hi Lisa, das klingt irgendwie komisch. Was gibt's denn für ein Problem? Nun, es scheint, dass nur noch einer von 4 Lautsprechern funktioniert. Die anderen 3 machen keinen Mucks mehr. Das einer von 4? Okay. Wie alt ist denn das Auto? Es ist ein Modell von 2013 und soweit ich weiß, sind die Lautsprecher original. Okay, also das klingt sehr komisch. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Kommst du morgen rum? Ja, das mache ich. Ich hoffe, du kannst das Rätsel lösen, Thomas. Kriegen wir schon hin. Bis morgen dann. Ciao. Ja, das war Lisa und Lisa hat ein wichtiges Problem und darum müssen wir uns jetzt als erstes kümmern. Jetzt hat Lisa gesagt, dass nur noch einer von 4 Lautsprechern funktioniert. Ich habe aber keine Ahnung, wie viele Lautsprecher dieses Auto wirklich eingebaut hat. Deswegen, sie wohnt nicht weit weg. Ich würde sagen, ich laufe mal kurz hin und schaue mir den ganzen Spaß an. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. 3 hours later. So, ich war gerade bei Lisa. Ich habe mir den ganzen Spaß angeschaut. Nissan Juke halt, 2013er Modell, wie gesagt. Und ja, es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber im Endeffekt spielt gar nichts mehr in der Karre. Heißt, es ist tatsächlich so, dass noch ein bisschen Gequietsche rauskommt aus den Türen. Aber die Hochtöner sind vorne Fratze. Die Tiefmitteltöner in den Türen sind Fratze. Und hinten die Breitbänder sind auch durch. Ich habe nochmal ein bisschen mit Lisa gesprochen. Habe gefragt, wie geil willst du es denn haben? Und die Antwort war, das muss Musik machen. Das heißt, da muss halt was rauskommen. Wie das klingt, ist egal. Hauptsache, ich verstehe mein Navi wieder. Hinten sitzen sowieso nur meine Hunde drin. Das heißt, da braucht es auch nichts Tolles. Einfach nur, dass das Teil wieder Musik macht, ohne irgendwelche Ansprüche. Das heißt, wir müssen einmal ganz, ganz weit unten ins Regal greifen und schauen, okay, was kriegt man, was irgendwie natürlich besser oder brauchbarer ist als die Serie. Vielleicht ein bisschen lauter geht und aber trotzdem irgendwie funktionieren kann. Da ich die Türverkleidung jetzt noch nicht abgemacht habe beim Auto, weiß ich aber noch gar nicht, was für Lautsprecher da tatsächlich eingebaut sind, was für Adapter ich brauche, den ganzen Spaß. Das heißt, ich würde sagen, ich gehe einmal ins Internet und gucke, was soll da so rein. Ich suche einfach nach Nissan Juke Türverkleidung. Nein, Lautsprecher tauschen. Da ist ja schon ein tolles Video. Mal gucken, wir spulen eben vor. Hier sehen wir Lautsprecher, das klingt gut. Ja, wie ihr seht, habt ihr dann hier am Lautsprecher 13er Schrauben, die könnt ihr einmal lösen. 13er, geil. 13er Lautsprecher. Ich habe da was im Kopf, dass da letztens was Neues rausgekommen ist. Helix hat da einmal eine neue günstige Serie rausgebracht. Moment. Audiotech Fischer. Ja, genau. Ich würde sagen, die bestelle ich einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. 4 to 6 days later. Gleich wieder. Genau. Wir haben die schönen 13er Coax Lautsprecher aus der Compose Basic Reihe bestellt. Und kurze Zeit später waren die schon hier. Wirklich schöne 13er Lautsprecher. Und da habe ich sie schon. 13 cm 3 Ohm Coaxe aus der Basic-Serie, aus dem Helix Compose Modellpaket. Das ist die ganz neue Serie, die rausgebracht haben. Die gibt es als E7, E3 und die Basic als ganz unten im Regal. Das sind die 13er. Und die packen wir aus und dann schauen wir uns die mal an. Anleitung gut verpackt, alles super. Was ihr hier schon seht, ist, man sieht, der rechte, der ist noch nicht ausgepackt worden, den linken habe ich schon mal ausgepackt und den gucken wir uns gemeinsam jetzt einfach mal an.
Da ist das gute Stück. Mit dabei sind die Befestigungsschrauben mit Unterlegscheiben. Der Lautsprecher selber sieht sehr hochwertig aus, ist aber die Basic-Serie. Wir haben an der Stelle Plastikmembran und eine Seidenkalotte. Da ist jetzt nichts Besonderes. Von hinten haben wir einen Blechkorb, der aber relativ schön gefertigt ist. Der Magnet ist mit dem Gummi geschützt. Die Anschlüsse sehen wir 2 Anschlusskabel. Einmal das Kabel, was nach vorne geht zum Tiefmitteltöner, und ein zweites Kabel, das verschwindet durch die Polkernbohrung direkt zum Hochtöner. Das sind 6 dB getrenntes Weiche eingebaut. Ja, fühlt sich gut an. Die Flügelchen sind auch sehr massiv, ist halt alles aus Blech. Hochtöner bewegt sich nicht. Ist schön stabil. Auch der Schutz vom Hochtöner ist sehr massiv. Es ist sehr weich aufgehängt, aber riecht auch gar nicht. Also wirklich kann man direkt einbauen. Super. Für den Preis auf jeden Fall ein sehr interessantes Konstrukt. Jetzt habe ich diese wunderschönen Lautsprecher hier, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob die im Video irgendwie größer waren. Also sie sind schon sehr klein. Und ich habe auch noch gar keine Adapter. Heißt, ich gucke jetzt erstmal nochmal, was für Adapter ich denn überhaupt brauche, damit ich den ganzen Spaß hier richtig dann ins Auto anschließen kann. Ebenso will ich ja auch noch ein Adapterkabel kaufen, damit ich da jetzt nicht irgendwie groß irgendwelche Stecker abschneiden muss, sondern einfach nur Plug and Play rein ins Auto und fertig, damit ich da nicht viel Aufwand mit habe und die Lisa halt einfach wieder Musik hören kann. Also suche ich einfach Nissan Juke Adapter. Natürlich Lautsprecheradapter, weil das andere wäre komisch. Also das, was man so findet, ja, da steht nichts von 13 cm Lautsprechern. Ich glaube, ich habe mich ein wenig vertan. Und wenn man das Video sich nochmal genauer anhört, sagte er etwas von 13er Schrauben, nicht von 13er Lautsprechern. Ja. Was soll man da machen? Diese wunderschönen Lautsprecher sind auf jeden Fall schön, passen aber nicht in den Nissan Juke. Das heißt, ich muss einmal den gleichen Spaß bestellen, aber eine Nummer größer. Das heißt, einmal klicken, ein bisschen warten und dann sind sie bald wieder da. Later. Da bin ich wieder. Ding Dong hat's gemacht. Postbote war da, hat Lautsprecher gebracht und die packen wir jetzt erstmal aus. Wie war das noch? Wer es nicht im Kopf hat, hat es im Portemonnaie. Also hier jetzt den CBC 165.2 S3. Das heißt die 16 cm Version, 16,5, die auch in den Nissan Juke reinpasst. Im Vergleich zur 13er, das ist jetzt quasi hier der 13er. Und man sieht, die 16er ist logischerweise ein bisschen größer. Und auch hier wieder 3 Ohm Coax, Basic Serie Compose, alles genauso wie gerade. Wir packen es einmal aus. Genau das gleiche wie gerade auch schon. Der linke ist schon ausgepackt, der rechte noch nicht. Das heißt, den linken packen wir jetzt zusammen mal aus. Auch hier haben wir wieder Schräubchen mit dabei, mit Unterlegscheiben. Der Lautsprecher selber sieht aus wie der kleine, nur halt in groß. Heißt, wir haben einen durchgehenden Rand an der Stelle. Von hinten ebenso ein Blechkorb. Wir sehen auch tatsächlich, dass wir hier zusätzliche Löcher im Blechkorb haben, die im Gummi nicht sind. Das heißt, wir haben nur 4 Anschlussmöglichkeiten. Der Korb selber wird wahrscheinlich auch für andere Modelle produziert und da gibt es entsprechende Anschlüsse, die wir jetzt aber hier so nicht nutzen. Auch hier die Anschlüsse ist eigentlich das gleiche wie bei dem kleinen. Das heißt, wir gehen nach oben und nach unten, das Kabel für den Hochtöner und das Kabel für die Tiefmitteltöner.
Auch der Tiefmitteltöner ist sehr weich aufgehängt. Die Sicke ist auch super weich an der Stelle. Der Hochdöner ist sehr fest. Der Schutz das gleiche, ist halt das gleiche wie beim 13. Wir haben einen Seitenhochdöner, Plastikmembran. Erstmal so, was man so braucht. Auch hier sehen wir natürlich einen deutlich größeren Korb. Das riecht auch nicht. Dementsprechend hoffentlich das Richtige. Wichtig ist, was rauskommt und nicht, woraus besteht. Damit wir den ganzen Spaß auch ordentlich anschließen können, habe ich mir auch nochmal das Einbauzubehör geholt. Normalerweise hat Nissan halt nicht einen ganz normalen Stecker, sondern einen natürlich proprietären Stecker, der sieht so aus. Und ich habe mir halt auch so ein Adapterkabel gekauft und mit dem Adapterkabel kann man den Lautsprecher einfach anschließen. Das passt jetzt hier leider nicht ganz, aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie das aussieht. Auf jeden Fall kann der Stecker ganz normal angeschlossen werden. Ich brauche nichts abschneiden oder löten. Das ist natürlich ganz praktisch. Damit der Lautsprecher aber auch reinpasst, gibt es jetzt den Adapterring. Die Adapterringe, Lautsprecherringe, die passen auf jeden Fall für den Nissan Juke. Und da kann ich halt ganz normal mit den mitgelieferten Schräubchen dann auch den Lautsprecher an den Adapter festschrauben. Und ja, damit haben wir dann halt an der Stelle auch keine große Fummelei und sind relativ schnell fertig mit der ganzen Materie. Mit dem Kabel können wir es anschließen, dann sind wir quasi fertig. Naja, fast. Eine Sache gibt es noch. Und zwar, von außen kommt ja die Türverkleidung da dran. Und die wird dagegen gedrückt, aber nicht so gegengedrückt, sondern wir haben noch einen Lüftspalt. Jetzt ist das Problem, wenn der Lautsprecher spielt, dann spielt er in die Türverkleidung rein und die Türverkleidung fängt an zu vibrieren und es kommt halt nicht alles dahin, wo es soll. Dafür gibt es entsprechende Ringe. Das sind schöne Schaumstoffringe, Abdichtringe. Die kommen halt so auf den Lautsprecher drauf, dass die Tür das quasi luftdicht abschließt. Man sieht, die passen super drauf und man sieht auch, dass die Kompressionsfähigkeit von diesen Ringen sehr, sehr hoch ist. Da können wir schön die Tür abdichten. Der Ton geht dann halt wirklich nur durch die Lautsprecheröffnung und es spielt nichts in die Tür rein. Kostet ein paar Mark, lohnt sich auf jeden Fall. Das Innenteil ist für in die Tür, das heißt, das kleben wir hinter die Tür, hinter den Lautsprechern in die Tür, damit wir die rückseitigen Reflexionen noch ein bisschen dämmen. Es gibt sicherlich Besseres, aber das ist ganz gut. Genau. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wie die Sachen klingen und eingebaut sind sie auch noch nicht. Aber das war es erstmal für diese Woche. Heißt, nächste Woche zeige ich euch, wie ich das alles in den Nissan Juke von Lisa eingebaut habe. Hoffe, dass Lisa dann zufrieden ist. Und ja, dann können wir in der Woche danach oder vielleicht später das super heiße, tolle, wichtige Thema ansprechen, was natürlich jetzt eigentlich besprochen werden sollte. Deswegen verpasst nichts, lasst ein Abo da und wir sehen uns nächste Woche. Dankeschön, euer Thomas.